Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Wir sind gerade zurück aus dem Skiurlaub gekommen und ich dachte, es passt ganz gut, wenn wir mal ein bisschen über den Winterurlaub sprechen. Und zwar über unsere Erfahrungen in Österreich. Das war jetzt unser zweites Mal in Österreich. Ja. Zweites Mal Skiurlaub. Wie findest du das Thema? Na, Urlaub ist immer ein schönes Thema, oder? Ja. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Natalia. Ich bin eure Deutschlehrerin. Das ist mein Mann Tobias. Hallo. Wir waren ja gerade im Urlaub, habe ich schon gesagt. Und ich habe ziemlich viele Sachen bemerkt, über die ich gerne sprechen wollte. Und du hast Sachen bemerkt? Tatsächlich. Im Urlaub oder bei den Menschen? Oder beides? Nee, tatsächlich im Urlaub. Und wir haben dieses Mal ja ein neues Skigebiet ausprobiert. Ja. Wir waren im Pitztal, bei dem höchsten Gletscher Tirols. Laut deren Aussage. Laut deren Aussage. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet, aber ich wollte allgemein zuerst damit starten, wie du das Skigebiet fandest, wie du den Urlaub fandest. Erzähl mal ein bisschen. Der Urlaub war sehr schön, das Skigebiet grundsätzlich auch, wenn das Wetter besser gewesen wäre. Es war sehr windig, sehr viel Schneefall. Man hat teilweise keine 10 Meter weit gucken können. Ja, das war schon sehr herausfordernd teilweise. Aber trotzdem war der Urlaub schön. Das Hotel war nett, wo wir waren. Lief etwas schief? Du meinst bei mir? Vielleicht. Ich hatte einen kleinen Unfall. Ich dachte, ich fahre in Tiefschnee, aber leider war da ein Eisblock. Und dann bin ich einfach wie gegen eine Mauer gefahren und bin dann ein bisschen durch die Gegend geflogen in den Schnee rein. Ich habe nur gesehen, wie Tobias einfach über den Schneeblock fällt und mit seinem Gesicht im Schnee liegt. Und dann habe ich geschrien, Honey, Tobias! Und er hat sich nicht bewegt. Ja, ich musste erst mal selber testen, ob alles noch dran ist und ob ich alles bewegen kann. Also ich hatte ziemliche Schmerzen in der Hüfte, weil ich damit voll auf diesen Eisblock geknallt bin und in der Schulter. Deswegen, da musste ich erst mal selber gucken, ob alles noch funktioniert am Körper. Und dann habe ich mich wieder bewegt. Ich hatte einfach kurz Stress meines Lebens. Ja, das glaube ich. Ich wollte nicht, dass dir was passiert. Ja, ich auch nicht. Ist ja nicht so schlimm gewesen. Was würdest du sagen, was war der Grund dafür, dass der Unfall passiert ist? Also Option 1, du hast zu wenig Erfahrung, bist noch nicht genug gefahren. Option 2, die Strecke war einfach extrem herausfordernd. Option 3, es war einfach schlechte Sicht. Wärst du so oder so da reingefahren, auch wenn die Sonne geschienen hätte? Oder ja, was denkst du darüber? Das weiß ich nicht, ob ich dann auch da reingefahren wäre. Aber die Strecke war schon sehr steil. Steil. Ja. Die Strecke, die Piste oder der Hang ist steil. Wenn es so runtergeht. Ich würde schon sagen, dass das ein Grund dafür war. Ich konnte halt irgendwie meine Skier nicht nach rechts bekommen. Drehen, Genau. Und dachte dann halt, okay, fahre ich halt neben die Strecke in den Tiefschnee. Und ich meine, dass genau da dieser Eisblock ist, war halt Pech. Hast du den Rest des Urlaubs noch genossen? Oder? Den Tag nicht so, aber wir sind ja am nächsten Tag wieder auf die Piste gegangen. Ich wollte gerne wieder so schnell wie möglich auf die Skier, damit die Angst nicht sich breit macht in meinem Körper vor dem Skifahren. Dann, ich meine, bis ich zu viele Schmerzen hatte, dass ich weiterfahren konnte, hat es schon Spaß gebracht. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht hingefallen, ich hatte keinen Unfall, aber aufgrund des Wetters war das für mich tatsächlich eine der am wenigsten erholsamen Skiurlaube. Ja, es war schon sehr stressig. Der Skiurlaub ist nie wirklich erholsam, weil man ja arbeitet, man macht Sport den ganzen Tag. Aber man ist in der Natur, man kann, wenn die Piste einigermaßen entspannt ist, auch mal sich in der Gegend umschauen. Also so anstrengend wie jetzt war es selten. Wirklich, und ich fahre super gut und habe sehr viele Jahre Erfahrung, aber selbst für mich war das so stressig, weil ich mich so fokussieren musste. Ja. Und das eine Mal sind unsere Skibrillen eingefroren. Von innen? Von innen, genau. Darüber haben wir auch ein bisschen diskutiert. Das war eine der anstrengendsten Abfahrten meines Lebens.
die 4 Male, die ich bis jetzt Ski gefahren bin. Tatsächlich, das ist auch ein wichtiges Wort, die Abfahrt. Also wenn man von der Piste runterfährt, dann sagt man, das ist eine Abfahrt. Oder zum Beispiel, ich hatte an einem Tag 10 Abfahrten. Und blind eine Abfahrt zu machen, ist nicht so cool. Und das haben wir gemacht. Warum konnten wir nicht ohne Skibrille fahren? Weil es zu windig war und zu doll geschneit hat. Und wenn du da mit 20 oder 30 km/h runterfährst, auch wenn es nicht so schnell ist, merkt man den Schnee dann doch in den Augen. Also mussten wir die Skibrillen wieder aufsetzen. Ich zeige euch gleich hier ein Bild von mir, wie ich gefahren bin. Also ich konnte nicht mit der Brille fahren, weil die einfach komplett eingefroren war. Und dann habe ich gedacht, egal, ich ziehe die jetzt aus, ich setze sie auf den Helm und fahre ohne die Brille. Und was ist passiert? Weißt du noch? Nee. Ich hatte hier voll meine Mascara drunter. Ja. Ja, also ich hatte meine Wimperntusche unter den Augen, weil der Schnee voll in die Augen geflogen ist. Und das war dann auch nicht wirklich angenehm. Und wegen des Windes habe ich noch geweint. War auch nur semi-witzig. Ja, aber war nur eine Abfahrt. Danach haben wir uns in eine Alm gesetzt. Übrigens, im Skiurlaub, im Skigebiet, heißt ein Café, ein Restaurant eine Alm. Warum ist das eigentlich eine Alm? Weißt du das? Gute Frage! Eine Alm ist es nicht nur im Winter, sondern im Sommer ist es auch eine Alm. Einfach in den Bergen ist das immer eine Hütte, eine Alm. Genau. So. Also eine Alm ist ein Restaurant in den Bergen. Nee, es kann auch einfach nur eine Hütte in den Bergen sein. Kein Auch Restaurant? eine Alm. Nein. Aber Hütte wie dein eigenes Haus oder Hütte Ja, wenn wie du eine ein Alm hast, dann auch in den Bergen. Googeln wir mal. Googeln wir. Okay. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn das jemand weiß. Challenge. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch Ski fahrt. Einige von euch haben mir bei Instagram geschrieben, dass ihr auch in diesem Skigebiet Ski fahrt. Das war ganz cool. Und auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, ich werde für euch dieses ganze Gespräch skripten und die wichtigsten Vokabeln und Redemittel aufschreiben. Also klickt unbedingt auf den Link unter diesem Video oder unter diesem Podcast und ladet euch die kostenlose PDF-Datei herunter mit unserem ganzen Gespräch, Redemitteln, Vokabeln und einer Übung dazu. Tatsächlich wird es diese Folge auch auf allen Podcast-Plattformen geben. Also falls du uns hörst und nicht siehst, dann denk daran, unbedingt unseren Podcast zu bewerten. Learn German Fast Podcast. Das ist dein Dankeschön für unsere fleißige Arbeit. Dafür, dass wir immer wieder hier sitzen. Genau. Auf allen Podcast-Plattformen kann man die PDF-Datei auch herunterladen, also macht das unbedingt. Und wir gehen weiter. Wie war es eigentlich mit dem Dialekt in Österreich? Hattest du irgendwelche Schwierigkeiten? Hast du was Lustiges oder Interessantes gehört? Und was ist mit deinem Mikro passiert? Genau, also hast du alles verstanden oder ja, vielleicht war etwas unklar? Also wenn die Österreicher mit uns gesprochen haben, habe ich grundsätzlich alles verstanden. Vor allem, weil einige Mitarbeiter da auch in dem Hotel vor allem nur Englisch gesprochen haben. Das ging dann. Das Hotel war familiengeführt und an ein paar Tagen waren auch die Kinder da und Enkel etc. Und wenn die sich untereinander unterhalten haben, dann musste ich mich doch schon sehr anstrengen. Da ist es manchmal schon eine ganz schöne Herausforderung, die Leute zu verstehen. Würde denen wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn ich auf so ein bisschen so einen Hamburger Dialekt spreche. Nein. Nein. Okay. Und ja, aber da war es schon. Aber sonst, ich meine, so grundsätzlich hatte ich jetzt keine Probleme, die zu verstehen. Ja, du arbeitest auch mit Österreichern, also in einem österreichischen Unternehmen, daher hast du da schon viel Erfahrung mit? Genau, am Anfang war das auch teilweise ein bisschen schwieriger, aber inzwischen geht es eigentlich ganz gut. Warum gibt es im Urlaub oft mehr Streit als im Alltag? Gibt's das? Ich denke schon, wir haben uns zweimal gestritten. Wir haben zweimal diskutiert. Ja, genau. Aber
Das hatte nichts mit dem Urlaub zu tun. Das wäre auch so passiert. Meinst du? Ja. Du bist hingefallen und wir haben darüber diskutiert, ob du am nächsten Tag wieder Ski fährst. Ja. Das wäre nicht passiert, wenn wir nicht im Urlaub gewesen wären. Ja, wow, das hat aber nichts mit dem Urlaub zu tun. Sondern? Einfach die Situation. Wenn ich jetzt hier auf den, wie heißt der Berg nochmal? Feldberg fahren würde, dahin falle und am nächsten Tag überlege, ob ich Fahrrad fahre, könnten wir auch darüber diskutieren. Ich glaube nicht, weil wir nur kurze Zeit im Urlaub hatten und ich wollte unbedingt, dass wir die Tage zusammen erleben. Deshalb habe ich den Druck ausgeübt, dass du mitkommst am nächsten Tag. Und hier zu Hause hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Ich mache mir selber genug Druck, das habe ich dir da auch gesagt. Deswegen brauche ich dich nicht dafür. Also ich glaube auch, dass viele Leute im Urlaub mehr diskutieren. Ich hoffe eigentlich, dass es im Normalfall nicht bei uns so ist. Du hoffst? Wir diskutieren normalerweise selten. Genau. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute halt im Urlaub, sie denken dann, oh, jetzt haben wir Urlaub, wir müssen entspannen. Und wenn dann irgendjemand nicht entspannt ist, dann wird halt diskutiert, warum man nicht entspannt ist und dann wird das alles nur schlimmer. Wenn man sich am Flughafen zum Beispiel die Leute anguckt, wo man denkt, entweder sie fahren in den Urlaub oder sie kommen gerade zurück und sind einfach nur genervt die ganze Zeit. Oder ängstlich oder gestresst. Ja, aber häufig auch einfach genervt, miteinander diskutieren, kacken sich an. Das ist kein schönes Wort. Oder stehen am Band, wo sie ihren Koffer am Flughafen zurückbekommen und beschweren sich auch nur, warum das so lange dauert, warum der Koffer nicht kommt, wie das alles aussieht, obwohl die eigentlich tiefenentspannt sein müssten, weil sie gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Aber grundsätzlich sollte man immer sowieso eine positive Einstellung haben und die Sachen möglichst positiv sehen. Ja. Und wenn der Koffer nicht kommt, dann ist das halt so. Aha, ich glaube, so einfach ist es nicht. Also schreibe gerne in die Kommentare, falls du das Video jetzt bei YouTube guckst, ob du dich mit deinem Partner im Urlaub häufiger streitest oder als im Alltag. Und wenn ja, warum? Wenn ja, warum? Das ist eine gute Frage. Wir kommen langsam zum nächsten Thema und zwar, warum? Die Frage ist, fühlst du dich im Urlaub manchmal gestresst? Wie wichtig ist es für dich, mit wem du im Urlaub bist? Ich fühle mich generell nicht häufig gestresst. Aha, sehr gut. Aber war das schon immer so oder bist du so entspannt geworden? Ich bin so entspannt geworden. Ich habe mich früher sehr viel gestresst. Das habe ich übrigens nie so richtig erlebt. Je nachdem, welches Thema. Vielleicht schon ein bisschen, ja. Aber grundsätzlich fühle ich mich sehr selten gestresst. Und wenn ich mich gestresst fühle, merke ich, dass ich mich gestresst fühle und stress mich nicht mehr. Deswegen, ja, ich meine, grundsätzlich ist es immer relevant, mit wem man im Urlaub ist. Man sollte möglichst Spaß haben mit den Leuten und lachen können und sich miteinander unterhalten können und nicht nur still zusammensitzen. Und vor allem ist es, finde ich, wichtig, dass viele Leute denken, also zumindest ist das, was ich erlebt habe, auch in der Vergangenheit, wenn ich mit Leuten in Urlaub gefahren bin, viele denken, man muss dann alles zusammen machen oder man braucht einen klaren Plan oder wenn einer was nicht macht. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das ist etwas, was mich tierisch aufregt. Ja. Nee, das würde mich tierisch stressen, wenn ich mit Leuten unterwegs wäre, die alles planen müssen und alles zusammen machen müssen. Wir sind so super entspannt, kein Plan, kein Stress. Wir take day by day, let's see how it goes. Genau, und das finde ich ist schon sehr, sehr wichtig, weil ich meine, wenn Leute das früher gemacht haben, als ich dann entspannter wurde, habe ich dann auch einfach gesagt, naja, wenn ihr das machen wollt, ich will das halt nicht machen, dann macht ihr das und wir treffen uns heute Abend wieder. Also deswegen, da muss man sich jetzt auch keinen Stress wegen solcher Sachen machen. Aber da hilft es natürlich, wenn alle der Meinung sind, mit denen man in den Urlaub fährt, dass man nicht unbedingt einen klaren Plan immer haben muss über jede Kleinigkeit. Ich meine, als Beispiel jetzt im Skiurlaub habt ihr auch manchmal gesagt, oh, was machen wir morgen und wie ist es mit dem Wetter?
Und ich habe halt immer nur gesagt, wir lassen uns doch einfach morgen abwarten. Und dann gucken wir, wie das Wetter ist. Und dann entscheiden wir, was wir machen. Ja. Dieses Jahr waren wir im Skiurlaub mit unserem Trauzeugen und seiner Ehefrau. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir waren eine kleine Gruppe. Und ich glaube, das macht auch einen Unterschied. Je mehr Leute, desto komplizierter wird es. Ja, aber ich glaube, es kommt auch drauf an, auch da wieder, mit wem man unterwegs ist. Also das würde ich jetzt nicht so pauschalisieren. Wie ist es bei dir oder bei euch? Fahrt ihr gerne in Urlaub nur zu zweit, also nur deine Familie oder vielleicht mit mehreren Personen, mit Freunden? Oder getrennt voneinander mit Freunden. Ja, also wir machen Sommerurlaub meistens zu zweit, aber Winterurlaub schon mit anderen. Ja, Skifahren bringt halt auch Spaß, wenn man mit mehreren Leuten auf der Piste unterwegs ist. Ja, ich habe schon vorhin gesagt, dass ich früher sehr viel Ski gefahren bin. Tobias ist relativ neu in dem Bereich. Ja. Und Quereinsteiger. Kennt ihr das Wort? Quereinsteiger? Das sagt man hauptsächlich über Menschen, die etwas anderes gelernt haben, als sie arbeiten. Wenn ich jetzt Lehrer werden würde auf einmal. Genau. Also du müsstest jetzt kein komplettes Studium machen, Bachelor, Master, Lehramt und so weiter. Du würdest wahrscheinlich irgendwelche Ausbildungen machen und dann wärst du Quereinsteiger-Lehrer. Keine Ahnung, aber ja. Ja. Du hast früher nie Winterurlaub gemacht, so in den Bergen, oder doch? Nein. Was findest du am coolsten an dem Winterurlaub? Wir haben das ja jetzt 2-mal hintereinander gemacht, letztes Jahr und dieses Jahr. Was ist dein Eindruck davon? Ich finde es sehr cool, dass man draußen ist, was ich vorhin gesagt habe, in der Natur, dass man sich betätigt. Ich bin kein Mensch, der sich an den Strand legt und da einfach nur rumliegt. Stimmt. Deswegen gefällt mir das schon sehr gut, wenn man sich bewegt, wenn man auf der Piste ist, wenn man neue Sachen lernt. Was denkst du? Also ich habe hier noch ein paar Fragen. Skiurlaub Luxus oder völlig überbewertet? Also braucht man Skiurlaub wirklich? Welchen Urlaub braucht man? Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis okay beim Skiurlaub? Und würdest du das jedem empfehlen? So, was ist dein Eindruck? Jedem empfehlen ist schon eine sehr harte Aussage. Okay. Also es kommt ja auch darauf an, wie man Urlaub machen möchte. Man muss ja nicht in das teuerste Hotel gehen. Man kann zum Beispiel auch sich ein Airbnb nehmen oder eine Hütte, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Das ist meistens ein bisschen günstiger, als ins Hotel zu gehen. Und dann kommt es auch darauf an, ob man in ein großes Skigebiet fährt oder in ein kleines. Wer nach Kitzbühel will, muss wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen. Wer ins Pitztal fährt, zahlt ein bisschen weniger. Pitztal fand ich tatsächlich nicht so günstig. Nö, aber auch nicht so teuer wie Kitzbühel. Ja, hast du Allerdings, ja, ich habe ja nachgeguckt. Höhe, das war günstiger. Ja, das stimmt, das war auch günstig. Und ich meine, wenn man halt Lust auf Skifahren hat, dann natürlich würde ich das jedem empfehlen. Das bringt Spaß. Der Blick, wenn denn die Sonne mal draußen ist, ist wunderschön. Das können wir euch auch zeigen. Die Realität, wie wir das Skigebiet erlebt haben und wie das eigentlich sein sollte. Leider war es bei uns nur 2 Stunden sonnig und in den 2 Stunden waren wir in der Alm, weil genau kurz davor hat sich Tobias verletzt. Ja, aber ihr seid noch in der Sonne gefahren? Ja, ich hatte 2 Abfahrten in der Sonne. Siehst du? Besser ist nicht. Und aber wenn jemand zum Beispiel entweder keinen Sport mag oder keinen Skifahren mag oder keinen Schnee mag, dann braucht man dem auch nicht den Skiurlaub zu empfehlen. Was hältst du von dem Ausdruck, ich brauche noch mal Urlaub nach dem Urlaub? Dann hast du was falsch gemacht. Aber weißt du, was darunter gemeint ist? Ja, es war sehr anstrengend der Urlaub und deswegen brauche ich jetzt nochmal Urlaub, um mich wirklich zu erholen. Und wenn jemand so aus dem Urlaub nach Hause kommt, dann hat er was falsch gemacht. Sollte er das nächste Mal anders den Urlaub machen und natürlich ist es anstrengend, wenn man Sport im Urlaub macht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, wie heißt es auf Deutsch? Exhaust your body to tame the mind. Es kann den Geist auch sehr beruhigen, wenn man sich einfach mal ein bisschen auspowert im Urlaub und dann abends gemütlich auf der Couch oder im Bett sitzt und noch ein bisschen entspannen kann, was man vielleicht so auch nicht zu Hause machen würde. Oder vielleicht doch, aber... Wer fühlt sich sicherer auf der Piste? Tobias oder Natalia? Kurz überlegen. Die Person, die seit 6
seitdem sie 6 ist, Ski fährt oder die Person, die seitdem sie 27 ist, 4-mal Ski gefahren ist? Ich glaube, wenn ich keine Ski an habe. Sehr gut. Wer überschätzt sich eher? Gleiche Antwort. Allerdings, wenn ich meine Ski anhabe. Okay. Der Unfall kam so zustande, dass mir gezeigt wurde, was ich besser machen kann. Und bin ich losgefahren und bin auf der Piste hin und her, habe das ausprobiert und dachte für mich selber so, oh ja, das funktioniert wirklich gut. Und alle haben danach auch gesagt, das sah wirklich besser aus. Es hat dann am nächsten Tag tatsächlich auch funktioniert, so ist es nicht. Aber dann dachte ich, naja, dann fahre ich jetzt mal so die Piste runter. Und kurz danach hatte ich den Unfall. Bin vielleicht ein bisschen schnell geworden. Ja, man soll sich nicht überschätzen. Aber es ist auch wichtig, manchmal übers Limit hinauszugehen, um dann hinzufallen, zu lernen und das nächste Mal hoffentlich besser zu machen. Naja, ich weiß nicht, ob man unbedingt hinfallen muss. Ja, doch. Ansonsten, wenn du immer nur da bleibst, was funktioniert, lernst du ja auch nichts. Also. Das stimmt. Und wenn du noch mehr Deutsch lernen möchtest, dann schau dir unbedingt unsere Intensivkurse an. Die sind schwierig, es braucht Zeit, aber du wirst besser. Wir haben Intensivkurse für alle Niveaus von A1 bis C1 und alle Links findest du unter dem Video oder unter dem Podcast in der Beschreibung. Viel Spaß beim Lernen und ich habe noch 2 letzte Fragen. Wer hat mehr Angst, wer hat mehr Geduld beim Skifahren? Hast du überhaupt Angst? Respekt würde ich das nennen. Also nach dem Unfall hatte ich vielleicht auch ein bisschen Angst, das erste Mal wieder runterzufahren. Da würde ich sagen, ja. Aber im Normalfall habe ich einfach Respekt davor, weil ich es nicht so gut kann. Ja. Und mir das schon noch bewusst ist, dass ich das nicht so gut kann und es noch lerne. Tobias fährt richtig gut Kart und ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn ich in einem Kart sitze, habe ich so viel Angst, ich kann niemals so gut Kart fahren, wie er schon Ski fährt. Aber natürlich will man immer, oder willst du immer alles super gut machen. Ja, klar. Und dann kannst du das nicht akzeptieren, dass ich vielleicht etwas besser mache. Na doch, das kann ich akzeptieren. Das kannst du akzeptieren. Aber ich möchte trotzdem auch besser werden. Ja. Und ich glaube, das ist auch gut so. Eine letzte kurze Sache. Après-Ski. Spaß oder Horror? Wenn du was trinkst, Spaß, nüchtern Horror. Kannst du ganz kurz darüber sprechen, was das ist, falls jemand noch nie im Skiurlaub war? Après-Ski ist so ab 16 Uhr, 15, 16, 14, 15, 16 Uhr. Vielleicht 14 Uhr, weil 16 Uhr haben die Pisten schon zu. Naja, aber Après-Ski ist ja auch im Tal. Ja, okay. Also irgendwas zwischen 14 und 16 Uhr. Da geht man dann entweder auf eine Alm oder im Tal in eine Bar oder in einen Club, was auch immer. Und da gibt es dann typische Après-Ski-Musik, die Menschen dumm macht. Das ist Schlagermusik oder ist das keine Schlagermusik? Ich weiß nicht, ob die Schlagermusik-Künstler das unterschreiben würden, dass es Schlagermusik ist. Also einfach ein bisschen flach. Sehr flach. So flach, dass man, wenn man nur ein bisschen betrunken ist, das gut mitsingen kann und sich und darin Spaß haben kann. Warum finden manche das großartig und andere schrecklich? Das ist eine gute Antwort. Ja. Damit beenden wir diesen Podcast über unseren Urlaub in Österreich. Also, ich habe in diesem Urlaub auch einen Vlog aufgenommen. Das Video ist bereits online, das werden wir auch verlinken. Also, falls du ein bisschen die Skiurlaub-Atmosphäre erleben möchtest, dann schau dir unseren Vlog auch an. Ansonsten, bleib dran, bleib fleißig. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao.